Herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld, endlich zu einem weiteren Update hier aus der Brickworld und heute spielt, jetzt fällt es mir fast um, das hier eine große Rolle. Ihr kennt es vielleicht, dieses Set ist ein Idea-Set. Ich habe vor, glaube ich, ungefähr 3 Monaten damit angefangen, es eigentlich aufzubauen, als Grundlage zu nutzen, um damit einen ersten Stein in der Altstadt zu legen, also im oberen Bereich der Altstadt, hinter der eingefallenen Mauer. Ich habe das Ganze jetzt mal nach Plan zusammengebaut. Ihr seht es hier, das fertige Gebäude, das werden wir als Grundlage nutzen, um es heute in die Altstadt einzubauen, ein bisschen außenrum zu bauen, das ein bisschen anzupassen, vielleicht auch schon ein paar erste Touristen einzubringen, denn wie ihr wisst ja, in der Altstadt gibt es das Fantasy-Mittelalter-Festival und dort wird es natürlich auch einiges anderes zu tun geben. Ich freue mich darauf, ich bin gespannt, ob wir heute auch schon fertig beleuchten oder überhaupt beleuchten. Bleibt einfach dran und ihr seht, was heute in der Altstadt passiert. Und so beginnt es, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier hinten jetzt angefangen, ein neues Modul über 2 32er Platten zu bauen. Und zwar geht es um den Bereich, der hier den Weg hochgehend weiterverfolgt. Und hier kommt das Haus hinein, eben das Haus, das wir aus dem Set haben, die alte Schmiede, wird natürlich dann später noch ein bisschen umgebaut, angepasst etc. Aber ich möchte das Haus hier schön quer außerhalb, halt ein bisschen abgeschrägt, ein bisschen außerhalb des Grids haben. Ihr seht, ich habe hier den Weg vorbereitet für das Kopfsteinpflaster, hier ein bisschen mit Tiles gearbeitet, damit das Ganze hier aufliegen kann. Und praktischerweise ist das Ganze genau auf einer Höhe, dass ich diese Säulen benutzen kann. Das heißt, die ganze Sache ist relativ stabil auch noch. Ich werde jetzt hier weitermachen. Da hinten kommt dann noch ein bisschen Grünzeug etc. rein. Und hier vorne auch noch ein bisschen Kopfsteinpflaster. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute überhaupt noch kommen. Weil das ist ein bisschen eine Tüftelei, die ein bisschen Zeit verbraucht. Aber ich denke, dass das Ganze dann doch ganz gut aussehen wird. Auch von der anderen Seite dann. Und dann müssen wir mal schauen, dass wenn das ganze Haus hier drin ist, ob wir nicht uns überlegen, ob wir vielleicht die Farbe vom Dach noch ändern. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das blaue Dach eigentlich so gut ist. Vielleicht eine andere Farbe besser wäre. Aber das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ich baue hier weiter und dann schauen wir einfach mal, wie es sich so ergibt. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt noch ein bisschen weiter gearbeitet. Ich habe jetzt hier fast das ganze Gebäude umrahmt. Hat ein bisschen gedauert, das ordentlich hinzukriegen, aber ich habe vor allem jetzt auch den Bereich hier hinten verbessert und verschönert, also der Hinterhof sozusagen, der kleine Gartenbereich hier, der auch dann zum nächsten Modul übergeht. Ihr seht ja, hier ist die Modulgrenze und ich habe jetzt hier einfach ein bisschen was von dem recycelt, was bei dem Set dabei war, ein bisschen was dazugebaut. Wir hatten ja eh schon die gleiche, ähnliche Farbstruktur. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie es hier hinten aussieht. Ich dachte erst, ich baue hier vielleicht noch einen Baum rein, aber ich denke, das versteckt dann zu viel. Bäume können wir auch noch woanders einbauen. Wir haben ja schon ein paar Bäume. Und hier würde ich tatsächlich gar keinen Baum mehr einbauen. Jetzt machen wir hier erstmal weiter mit dem Kopfsteinpflaster, würde ich sagen, und mit dem Übergang zum Gebäude. Wie ihr sehen könnt, ist einiges passiert, denn nicht nur habe ich jetzt hier den ganzen Weg fertig, ich habe auch den restlichen Teil des Gebäudes wieder aufgesetzt und hier noch einen Baum hinzugesetzt, der ist noch aus Altbeständen sozusagen. Und ich habe auch hier das Licht auf diesem Modul jetzt angemacht, das ist momentan noch hier vorne provisorisch nach draußen gelegt. Muss später noch dann durch die Tischplatte, habe ich jetzt aber leider nicht mehr geschafft, denn ich hatte gestern eine ambulante Operation. Und das hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet, aber ich bin doch hier noch ein bisschen weitergekommen. Ich habe das Video eigentlich angefangen vor der OP, der Rest davon ist jetzt nach der OP. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie das Gebäude hier aussieht. Ich bin noch nicht sicher, ob wir die Farbe vom Dach lassen, aber das Gebäude an sich, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut hier drin. Könnt ihr gerne schreiben, ich finde auch die Positionierung ganz nett. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dann könnt ihr das nochmal sehen. Und wir gehen auch gleich nochmal außen herum um das ganze Projekt, um die ganze Stadt. Und dann können wir noch mal sehen, wie das Ganze hier wirkt hinter der Mauer. Ich finde es eigentlich ganz nett. Bringt jetzt auch manchmal erstmal so ein bisschen Altstadt hier richtig in das ganze Projekt rein. Und ich finde, es ist ein schönes Set. Ich werde es vielleicht doch noch ein bisschen umbauen. Ich habe, wie ihr sehen könnt, schon außenrum einiges weggenommen, dass nur das reine Gebäude da steht. Aber wenn wir jetzt hier so durchschauen, gefällt es mir auf jeden Fall. Wir können mal auch noch auf die andere Seite schauen. Dann sieht das Ganze von hier aus so aus. Mir gefällt es auf jeden Fall. Jetzt kommen hier gleich noch ein paar Figuren hinzu, würde ich sagen, damit hier noch ein bisschen Leben reinkommt. Und dann schauen wir einfach nochmal, wie es aussieht. Schaut mal, Leute, hier ist ein riesiges Paket gekommen vom lieben Markus aus Berlin. Ist übrigens der gleiche Markus, der schon vor einiger Zeit mal das Paket geschickt hatte. Mit den ganzen Stützen, die ich auch heute genutzt habe im heutigen Update. Also erstmal vielen Dank für das alte Paket nochmal und nochmal sehr vielen großen Dank für das neue Paket, das mir zugeschickt wurde. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was drin ist. Mir wurde nur gesagt, es sind ein paar Dinge drin, die er selber nicht mehr braucht. Und ich sehe jetzt, die Post war jetzt nicht so
glücklich damit, es ist einiges auseinandergekommen, es ist aber auch alles drin. Der Riss da hinten ist übrigens erst beim Auspacken passiert, also es ist vermutlich nichts verschwunden, aber ich sehe auch schon mal sehr viele Baseplates und ich sehe auch sehr viele Sets, die hier drin sind. Hier sind die ganzen Anleitungen mit dabei, ich habe mal ein bisschen durchgeblättert, es sind auch super tolle Sets dabei, wie eben das da jetzt hier, das kann man einfach super nutzen. Hier seht ihr das hier, das war glaube ich mal ein GWP, das kann ich glaube ich auch super auf dem Marktplatz demnächst einbauen. Wir haben ja, das hier zum Beispiel, das sind die Creator-Dinger mit diesen kleineren Jahrmarkt-Sets. Mal schauen, was wir daraus machen können. Die Schiffsschaukel gefällt mir persönlich auch sehr gut. Das Riesenrad ist hier auch noch irgendwo dabei. Noch viele kleinere Sachen, wie ihr sehen könnt. Auch vor allem hier zum Beispiel diese Minifiguren-Sets mit den Wanderern etc. Es sind unglaublich viele Sachen hier drin. Da sage ich vielen, vielen Dank. Das werden wir super in den nächsten Wochen, Monaten in die Brookworld einsetzen können. Und ich kann einfach nur sagen, vielen, vielen Dank dafür. Und während ihr es vielleicht hört, im Hintergrund donnert es gerade, sind wir fertig für heute. Das fertige Haus steht. Ich habe jetzt hier noch ein paar Minifiguren eingesetzt. Ihr könnt sehen, hier ist eine Dame, die sich eben jetzt passend für das Mittelalter-Festival verkleidet hat. Und hier sind schon die ersten Leute, die sich das Ganze anschauen. Hier ist eine Dame, die fotografiert. Hier ist eine Dame, die gerade mit einem Becher vorbeiläuft. Also wir versuchen hier so ein bisschen eben dieses Feeling reinzubekommen, dass zum einen natürlich jetzt die Leute herumlaufen, die eben in so typischen Kostümen unterwegs sind, in Rüstungen etc. und gleichzeitig eben die Leute da sind, die ihre normale Kleidung tragen und hier einfach ja zu Besuch sind. Außerdem finde ich gerade diesen Blick hier runter ganz cool. Da sieht man jetzt mal richtig schön hier runter auf den Marktplatz. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn das alles fertig ist. Aber ich schweife ab. Das haben wir heute geschafft, was auf jeden Fall wichtig ist. Ich muss wissen, was ihr zum Thema Dach sagt. Das Gebäude selber finde ich sehr, sehr schön. Ich werde es demnächst auch nochmal in einem Update richtig beleuchten und nochmal ein bisschen anpassen, ein bisschen intern vielleicht modernisieren, mal schauen. Und dann geht es ja jetzt hier rüber zum eigentlichen kleineren Marktplatz, zum alten Marktplatz, wo wir vielleicht 1, 2, 3 Buden haben. Man kann ja hier super von der anderen Seite reinschauen und dann geht es hier richtig zur Sache, sozusagen beim Thema Festival. Und ja, das wäre es dann eigentlich, glaube ich, schon für heute gewesen. Vielen, vielen Dank. Heute vielleicht ein bisschen kürzer. Mal schauen, wo es nächste Mal weitergeht. Aber wie immer, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu meinen Fragen denkt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was wir sonst so gerne demnächst weitermachen können. Und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue. Wir nähern uns den 9.200 Abos, glaube ich. Die 10.000 dieses Jahr schaffe ich die noch. Ich bin gespannt. Das wäre mein großer Wunsch für dieses Jahr. Und ansonsten sage ich nur noch bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim selber bauen natürlich und tschüss.